Es gibt etwas zu sehen. Bereiten Sie sich vor. Schärfen Sie Ihre Sinne. In wenigen Minuten geht es los. »60 Originale von Rembrandt. 5 Jahre Vorbereitung.« Wer ist das? Rembrandt. Begleiten Sie mich und erfahren Sie, wie aus einem Müllers Sohn aus Leiden ein Weltstar wurde. Nennt mich Rembrandt. Durchbruch in Amsterdam. Jetzt die Eröffnung. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. So, da ist er. Warum Rembrandt 2021? Rembrandt ist immer noch einer der berühmtesten Künstler der Kunstgeschichte und er ist auch einer der faszinierendsten Künstler. Rembrandt hat sich so oft gemalt wie kaum ein anderer Künstler. Wir glauben ihn eigentlich fast sogar ein bisschen zu kennen, aber wir hier im Städel-Museum zeigen mal, warum Rembrandt eigentlich zu Rembrandt geworden ist. Warum ist er das geworden? Rembrandt ist ein Künstler, der sich in Amsterdam durchgesetzt hat gegen ganz viele andere Kollegen. Amsterdam ist reich gewesen, da gab es ganz viele Künstler, die um die Bürger, um das reiche Bürgertum auch konkurriert haben. Er hat sehr schnell seinen eigenen Stil gefunden und er hat seinen Nachnamen weggelassen. Er hat einfach nur noch mit Rembrandt signiert. Deswegen heißt unsere Ausstellung auch »Nennt mich Rembrandt«. 2021, alte Meister. Da könnte man denken so, aber nee, ne? Große Kunst wird niemals alt. Rembrandt ist heute noch so frisch wie vor einigen 100 Jahren. Und wir zeigen auch im Städel, was die Faszination an diesem Künstler eigentlich ausmacht. Und es geht einmal wieder um Strategien von Künstlern. Das ist ein zeitloses Thema. Wie setzt man sich durch? Wie wird man zur Marke? Wie wird man zu dem, was man heute ist? Was bedeutet er den Zuschauern? Also er ist ja so bekannt, dass man, wie Sie sagen, man glaubt, man kennt ihn. Was ist die Erwartungshaltung, mit der die Menschen jetzt ins Städel kommen? Wir wollen in dieser Aufstellung eine ganz neue Facette von Rembrandt zeigen. Es ist das erste Mal, dass sich ein großes Museum auf der Welt die Frage stellt, was hat Rembrandt eigentlich zum Durchbruch verholfen nach 1630 in Amsterdam? Und diese Geschichte erzählen wir hier in Frankfurt. Corona, fast vorbei. Aber wir müssen noch mal drüber reden. Es ist noch so ein bisschen, aber eigentlich hätte alles anders stattfinden sollen, wenn ich richtig informiert bin. Die Ausstellung hätte schon vor einem Jahr stattfinden sollen. Wir haben dann im Mai letzten Jahres wirklich die Notbremse gezogen. Ja. Deswegen umso schöner, dass wir das jetzt machen können. Aber da mussten natürlich Dutzende von Leihverträgen mit Museen aus der ganzen Welt neu verhandelt werden. Man weiß ja auch gar nicht, ob ein Bild ein Jahr später überhaupt noch zur Verfügung steht. Ja. Insofern sind wir sehr glücklich, dass wir das jetzt machen. Und wir sind auch optimistisch, dass die Menschen wiederkommen. Was wünschen Sie sich? Ich wünsche, dass die Maschine wieder losgeht, dass Kultur in Frankfurt wieder eine Stimme hat und dass das Städel-Museum einen großen Publikumserfolg mit dieser Ausstellung feiert. Wir haben ein großes Vermittlungsprogramm, einen tollen Podcast, an dem Sie ja ganz maßgeblich mitgewirkt haben. Ich glaube, es gibt viel zu entdecken und ich freue mich sehr, wenn die Bude wieder voll ist. Ist es auch ein bisschen die Zugänglichmachung der alten Meister in die neue Zeit? Weil wir haben uns ja intensiv mit diesem einen Bild beschäftigt und gemerkt, wie viel das mit den Leuten macht. Die Blendung des Simson ist eines der berühmtesten Bilder der Welt. Das ist eines der größten Gemälde, das Rembrandt jemals gemalt hat. Wir haben das Bild 1905 gekauft. Da haben alle Frankfurter Bürger gemeinsam gespendet. Auch eine typisch Frankfurter Geschichte, um dieses Bild damals aus Wiener Adelsbesitz nach Frankfurt zu holen. Und dieses Bild zeigt eigentlich auch in dieser ganzen Drastik, in dieser Dramatik, in dieser Zugespitztheit der Situation, was Rembrandts Kunst ausmacht. David Hockney, einer der berühmtesten zeitgenössischen Künstler, war neulich im Städel eine Viertelstunde nur, um dieses Bild anzuschauen, weil er sagte, das ist eines der Lieblingsbilder, die er hat auf der Welt.
großartiges Erzählen bis hin zu der Entscheidung, just den Moment zu zeigen, bei dem der Dolch das erste Mal in das erste Auge sticht. Er hält wirklich eine Sekunde fest. Er hält absolut eine Sekunde fest, genau. Und darüber hinaus dann eben ja, die Fähigkeit in der Physiognomie genauso wie in der Körpersprache, genau das wiederum auf den Punkt zu bringen, was passiert. Stellen Sie sich vor, Ihnen wird das Auge ausgestochen. Das muss ein unsäglicher Schmerz sein. Und was passiert? Man sieht es an den verkrampften Zehen, auch im Abwehr und der strampelt ja mit dem Bein, der ist hilflos, wie er da gecatcht ist. Aber dass dann diese Zehen zusätzlich noch von Rembrandt, ausgerechnet vor die hellste Bildpartie gesetzt werden, nämlich das im Licht gleißende weiße Hemd der Dalila, das ist natürlich Inszenierung. Das ist kein Zufall. Das setzt er punktgenau dahin. Also Handlung auf den Punkt gebracht, der Moment der Blendung, Körpersprache, Gestik und dann eben die Mimik, der Ausdruck der Gesichter, der eben dann in besonders eindrücklicher Form, natürlich, logisch, ich meine, Dalila ist die Protagonistin dieser Szene, die kann noch sehen, ihr schöner Anblick hat Samson verführt, letzten Endes, aber wie sie jetzt zurückblickt, ihre Trophäe, die abgeschnittenen Haare in der Hand, die Schere in der anderen, eilt sie raus, macht Platz sozusagen und blickt noch einmal zurück auf das, was sie angerichtet hat, was sie getan hat. Und das ist einfach, ja, wieder großartig, singulär, ein Künstler, der so viele, so unterschiedliche Gefühlslagen in ein Bild legen kann. Das ist einfach, ja, ich kann mich nur wiederholen, that's Rembrandt. Das ist einfach Rembrandt in tollster Gestaltung. Und ein Detail noch, gucken Sie sich das Gesicht der Dalila an. Das Licht kommt von links, fällt herein aus dem... Auf die Kinnpartie, auf das untere Teil des Gesichtes. Genau, und es wird nur ein Teil des Gesichtes vom Licht, vom einfallenden Licht direkt erfasst. Der andere Teil liegt im Halbschatten. Und dann hat sie aber dieses weiße, kostbare Hemdstoff, der von uns gesehen, sehen wir die verschattete Rückseite, aber von vorne fällt das Licht voll hinein und reflektiert von unten nach oben. Und dadurch bekommen wir einen absurd merkwürdigen Eindruck auch von diesem Gesicht, der natürlich seinen Ausdruck steigert, weil wir sehen plötzlich das, was wir normalerweise als verschattet empfinden, Augenhöhlen, die kriegen Licht, während die Wangen, wo das Licht normalerweise drauf liegt, Licht im Schatten und das gleiche Kinn, Mund, Nase und so weiter. Dadurch kriegt das natürlich auch so einen latent diabolischen Eindruck. Das ist schon unglaublich gut überlegt, beobachtet, inszeniert. Haben Sie schön gemacht. Schöne Ausstellung geworden. Einmal Rembrandt, einmal nicht Rembrandt. Wo ist der Unterschied? Was macht ihn so genial, wenn man jetzt die beiden sich nebeneinander anschaut? Na, ich würde sagen, man sieht zwei großartige Porträts. Das eine ist so eindrücklich wie das andere auf den ersten Blick und die Unterschiede machen es wie so häufig, die Nuancen. Wenn wir uns zunächst das etwas Ältere angucken, das linke, von einem Künstler, der vermutlich jetzt nicht so ganz geläufig ist. Nicolas Eliasson Piquenoy, der war in Amsterdam in den 1620er Jahren einer der begehrtesten und beliebtesten Maler und auch Porträtisten. Und das, was er hier abliefert, für einen leider nicht identifizierten Mann, ist große Leistung, große Kunst. Er bedient sich im Grunde genommen hier mit dem Innenraum, mit dem Marmorfußboden, schwarz und weiß gefliest, mit dem Teppich, kostbare Importe aus dem Kaukasus oder Mittelosten, auf dem Holztisch mit der Draperie vor allen Dingen, dieser so vollkommen zweckfreie grüne Vorhang, der da rumhängt. Das alles sind im Grunde genommen Elemente, die aus dem fürstlichen Porträt stammen. Das hat Tizian 100 Jahre vorher entwickelt und der stellt eben dann von mir aus Kaiser Karl V. vor so einer großen Draperie und an einen Tisch. Und auf dem Tisch liegt dann natürlich die Kaiserkrone. Die hat der Mann nicht, der ist ein Bürger. Er hat einen Hut. Da hängt dann eben liegt sein Hut, aber dennoch, es ist im Grunde genommen genau die Übernahme dessen. Und dann ja, steht er da total locker, der eine Arm in die Hüfte gestützt, der andere Arm stützt sich etwas auf den Tisch. Man muss zweimal hingucken, bis man kapiert, der hält Handschuhe in der Hand. Das ist sozusagen Ausstattungsstück des Herrn von Welt in der damaligen Zeit. Wenn Sie etwas auf sich halten, tragen Sie Handschuhe. Ja. Und die müssen irgendwie mit ins Bild. Und da fängt schon an, dass man sagt, also so wie diese Handschuhe da so hingehalten werden, das ist so ein bisschen wie auf einem Bild, auf einem Foto von vor 120 Jahren, als wir noch lange Belichtungszeiten gebraucht haben. So nach dem Motto, jetzt stellen Sie sich mal hin und jetzt mal 3 Minuten nicht mehr bewegen.
damit es nicht unscharf wird. Und dann gucken wir uns an, was Rembrandt daraus macht. 10 Jahre später. Es ist im Grunde genommen ganz ähnlich. Auch da steht jemand im Vollbewusstsein, ich bin wichtig, ich bin Angehöriger hier der Elite, ich habe das dicke Geld, ich bin schön, ich bin bedeutend. All das kommt in dem Bild wie in dem anderen rüber. Aber dann wird es interessant, was sich ändert. Es ist kein Innenraum mehr. Dieser Mann, der Hausherr offensichtlich, ist vor seinen stattlichen Palast getreten. Sehen wir sogar so Andeutungen von Skulpturen. Säulen und Skulpturen. Genau, also richtig teuer. Ja. Die Haustür steht noch halb offen und da sehen wir dann typischerweise auch Pflaster oder dasselbe Muster, also schwarze und weiße Marmorfliesen. Und dann steht er im Grunde genommen ja viel logischer als der andere. Der steht am Tisch muss ich so die Handschuhe abstützen? Er steht vor der Tür. Der steht vor der Tür, aber lehnt sich so ganz locker und entspannt auf einen Sims, der eben jetzt zu dieser reichen Architektur der Haustür sozusagen gehört, lehnt sich da so locker auf und guckt uns an. Und alleine nur schon durch diese Armhaltung hält er uns natürlich schön auf Distanz. Die andere Hand, die ist noch nicht enthandschuht, da hat er dann schon noch dran, aber die im Licht, die ist nackt und die andere hat noch den Handschuh und ganz offensichtlich hat er den anderen Handschuh, den er gerade abgezogen hat, eben noch gehalten und wie wir alle wissen, haben wir einen Handschuh an, haben wir nicht so Tastgefühl, das heißt, ihm ist nicht aufgefallen, dass das Ding runtergefallen ist und deshalb liegt der so vollkommen zufällig, in Wirklichkeit natürlich hochkalkuliert, auf dem Boden. Größte Lebendigkeit und größte Natürlichkeit, das sind die beiden Begriffe, die Rembrandt selbst in einem Brief an einen seiner großen Auftraggeber als Ideal formuliert. Und das ist das, was hier kommt. Das ist lässig, aber gestellt. Das ist hyperlässig, aber natürlich und wie selbstverständlich. Das macht den Unterschied innerhalb der Spitzenklasse der Porträtmalerei in Amsterdam zwischen eben Herrn Piquenoy, wie gesagt, den Namen muss man sich merken, darf man sich merken, aber der ist nicht allgemein da. Und eben Rembrandt. That's the difference. Was macht ihn für Sie so besonders? Bei den meisten Rembrandt-Porträtierten oder Figuren, finde ich, hat man eigentlich Lust zu sagen, von der würde ich gern mehr wissen. So, ganz alleine haben wir das ja hier nicht gemacht, ne? Eine solche Ausstellung entsteht natürlich nur auch innerhalb eines großen Teams. Jochen Sander, Stephanie Dickey, die beiden Kuratoren dieser Ausstellung. Es ist ja eine Kooperation mit Kanada, mit den Kollegen in der National Gallery in Ottawa. Wir haben natürlich auch ganz tolle Unterstützung erfahren. Einerseits die ING, die uns großartig unterstützt bei dieser Ausstellung, die Dagmar Westberg Stiftung, aber auch der Städtische Museumsverein, der uns seit über 100 Jahren ganz treu zur Seite steht. Großer Dank dafür, vor allem auch ans ganze Team, an alle Kolleginnen und Kollegen hier am Städel-Museum und natürlich auch an die Leihgeber auf der ganzen Welt, ohne die diese Ausstellung gar nicht möglich gewesen wäre.